Heute zeige ich dir, wie du deine Cosplay-Helme auf das nächste Level bringen kannst. Dieser Cosplay-Helm hält so gut, dass du dich auf den Kopf stellen kannst und ist dabei extrem bequem. Er ist größenverstellbar und passt jedem. So kann ich ihn mit oder ohne Perücke tragen oder Freunden ausleihen. Alles, was du brauchst, ist ein alter Fahrradhelm, dein Basishelm aus EVA Foam, ein Cuttermesser, Flexgrund oder alternativ Flexbond und ein Werkzeug, um Plastik zu schneiden. Da kannst du nehmen, was du willst, aber wenn du dein Rotationswerkzeug benutzt, empfehle ich dir, einen Sägeaufsatz zu kaufen und kein Schleifband. Du siehst später warum. Der Durchmesser deines Foamhelms muss ein gutes Stück größer sein als die Innenlänge des Fahrradhelms. Als Beispiel, mein Fahrradhelm ist innen 22 cm lang und für mich funktioniert es beim Foamhelm ganz gut mit einem Durchmesser von etwa 25 bis 26 cm. Als erstes setzt du den Fahrradhelm auf und stellst ihn so ein, dass er dir bequem passt. Markiere dann, an welcher Stelle die Gurte und der Verstellmechanismus aufeinander liegen. Es ist besser, die Gurte hinten zu behalten, weil sie die Innenkonstruktion des Helms stabilisieren. Schmilz die Enden vorsichtig an, damit sie nicht ausfransen, dann lege sie so nach hinten um. Achte auf deine Markierungen von vorhin. Wir wollen den Verschlussmechanismus in der für dich bequemsten Position fixieren. Und so nähe ich die Enden jetzt fest. Meine persönliche Meinung ist, dass Nähen fast immer stabiler ist als Kleben. Aber wenn du gerne kleben willst, empfehle ich dir Sekundenkleber, nicht Heißkleber. So, und wenn das geschafft ist, kommt jetzt alles andere vom Helm ab, was wir nicht brauchen, inklusive der Plastikverkleidung. Bitte trag eine Schutzbrille dabei. Als nächstes musst du diesen nackten Styroporhelm so zerschneiden, dass der Fahrradhelm genau in den Foamhelm reinpasst. Ja, das dauert eine Weile und ja, das macht viel Dreck, aber lass dir Zeit, hör deinen Lieblingspodcast und versuche die Oberfläche so ordentlich und glatt wie möglich hinzubekommen. Das hier ist die schwierigste und nervigste Stelle, nämlich die Verankerung der Helminnenkonstruktion kürzer zu schneiden. Das mache ich mit meinem Rotationswerkzeug und dem Sägeaufsatz. Denk an deine Maske und Schutzbrille, denn diese kleinen Biester fliegen unkontrolliert in alle Richtungen. Bei meinem ersten Helm habe ich den Fehler gemacht, hier ein Schleifband zu verwenden. Das hat zwar funktioniert, aber das Plastik ist am Schleifband festgeschmolzen und ich kriege das hier nie wieder ab. Klar, es gibt Schlimmeres und ich kann die Dinger wechseln, aber natürlich musste mir das mit einem schönen, brandneuen Schleifband passieren. Bitte wiederhole nicht meine Fehler. Und hier ist noch ein Fehler, aus dem du lernen kannst. Ich wollte den Fahrradhelm gerne oben in der Mitte so dünn wie möglich machen, damit der Foamhelm möglichst dicht an meinem Kopf ansitzt. Und dabei habe ich übersehen, dass gerade hier im vorderen Bereich, wo diese Netzeinsätze sind, das Styropor sehr, sehr, sehr dünn ist. Sehr viel dünner als an den anderen Bereichen. Ja, und als ich dann zu dünn wurde, ist mir hier in der Mitte ein Verbindungssteg abgebrochen. Und ich merke echt, dass dieser fehlende Verbindungssteg die Stabilität vom Fahrradhelm beeinflusst. Es ist noch nicht dramatisch, weil hier die anderen Styroporteile noch ziemlich dick sind. Nur, ich glaube, tiefer sollte ich nicht mehr schneiden, denn wenn die zwei auch noch ab sind, weiß nicht. Also das ist was man im Hinterkopf behalten sollte. Wenn der Fahrradhelm endlich in den Foamhelm passt, schau genau hin, wie viel Berührungsfläche die beiden Teile haben. Natürlich wollen wir eine möglichst große Klebefläche. Wenn nötig, kannst du jetzt noch nachbessern, indem du ein paar Foamreste innen in den Helm klebst. Womit können wir das jetzt verkleben? Den Heißkleber kannst du sofort vergessen, denn der schmilzt Styropor. Und die meisten anderen Kleber in meiner Sammlung enthalten Lösungsmittel, die das Styropor zersetzen würden. Was aber funktioniert, ist Flexgrund. Das ist eigentlich gedacht als Aufpinselgrundierung für EVA Foam und den gibt es bei Foamlord. Nicht gesponsert, aber wen es interessiert, ich packe euch einen Link in die Beschreibung. Flexgrund ist ein Alternativprodukt zu Flexbond. Also wenn du Flexbond zu Hause hast, sollte das damit genauso gut funktionieren. Nur ausprobiert habe ich persönlich das nicht. Jedenfalls pinselst du jetzt als nächstes eine schöne dicke Schicht Flexgrund auf den Fahrradhelm. Dabei brauchst du dir keine Gedanken, um sichtbare Pinselstriche zu machen. Wenn das alles getrocknet ist, kommt noch eine zweite dicke Schicht drüber. Je dicker, desto besser. Dann baust du für deinen Foamhelm so ein gemütliches Nest, in dem man nicht mehr verrutschen kann. Lege den Fahrradhelm in der gewünschten Position hinein und beschwere ihn mit was auch immer du gerade greifbar hast. Sollte sich der Foamhelm dabei ein bisschen verziehen, klemm ihn einfach ein mit was auch immer du gerade greifbar hast. Und so lässt du das Ganze für mindestens 24 Stunden liegen, damit der Flexgrund wirklich komplett durchtrocknen kann. Und damit ist die Basis für deinen verstellbaren Helm fertig. Ich freue mich schon so sehr auf den nächsten Schritt hier, den Helm mit Stoff zu beziehen und zu dekorieren. Das alles zeige ich dir in meinem zugehörigen Cosplay-Video hier, sobald es fertig ist. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.